Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomadeshop. Ich bin der Max und ich habe mal wieder das Vergnügen, ein kleines Produkt-Review zu machen. Und zwar geht es um Suavecito. Die Marke ist euch bestimmt bekannt. Wir haben schon relativ viele Produkte gereviewt. Das Produkt, das bis jetzt aber noch gefehlt hat, das ist die Suavecito Matte Pomade. Ich finde ein relativ interessantes Produkt, denn wenn man sich die Inhaltsstoffe anschaut, kommt an erster Stelle Wasser. Es ist ein wasserbasiertes Produkt, das sich an sich auch ohne Shampoo oder so auswaschen lässt. Wir haben als nächstes Cetiarylalkohol, haben aber an dritter Stelle tatsächlich schon Castoröl mit drinnen. Es ist also tatsächlich sogar fast ein unorthodox wasserbasiertes Produkt. Und ich muss zugeben, ich bin die Inhaltsstoffe jetzt mal so ein bisschen durchgegangen. Ist bei mir nämlich ein bisschen unterm Radar geflogen, das Produkt, gebe ich ehrlich zu. Ich habe jetzt festgestellt, dass auch noch Kakaosamenbutter ist ein bisschen mit drin und Lavendelöl auch. Also da sind sehr viele interessante und auch super pflegende Inhaltsstoffe drinnen. Und der Grund, warum das bei mir ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, weil ich irgendwie im Hinterkopf hatte, dass das Produkt dir einfach nur einen mittelfesten Halt gibt. Hab mich jetzt aber von Matthias eines Besseren belehren lassen. Der hat mir nämlich gesagt, wir haben hier schon ungefähr einen Firm-Halt. Natürlich auch wieder abhängig von der Menge, die wir verwenden. Aber dass da tatsächlich doch schon ein bisschen mehr Drive dahinter ist, als ich dachte. Deshalb jetzt das Review. Ich kann euch noch nichts dazu sagen, weil ich sie noch nie hergenommen habe. Deshalb bin ich jetzt selber mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. So, Mütze muss runter. Meine Haare sind komplett frei von Produkt. Ich habe noch eine leichte Restfeuchte drin. Kenne ich einfach bei meinen Haaren. Ist deutlich einfacher, so etwas mattere, wasserbasierte Produkte dann einzuarbeiten, als wenn sie komplett trocken wären. So, wir gehen mal rein. Also, es ist eine weiße Masse, sage ich mal. Es erinnert ein bisschen an eine Handcreme. Der Duft ist der typische Suavecito-Duft, dieser unheimlich tolle, frische, leicht maskuline Duft. Ganz leicht anders als in den standard wasserbasierten Pomaden, weil man, wie bei vielen anderen so Pasten, Pomaden oder ähnlichen, leicht noch die Inhaltsstoffe, die anderen Inhaltsstoffe mit durchriecht. Aber muss ich sagen, eine sehr, sehr tolle Kombination. Suavecito ist tatsächlich auch einer von den Düften, die ich unheimlich gerne mag. Aber da das fast nur wasserbasierte Produkte sind, schmiere ich nicht so viel von den Suavecitos. Aber vielleicht wird sich das jetzt ändern durch die Matte Cream. Da bin ich jetzt mal, durch die Matte Pomade natürlich, bin ich jetzt mal wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, Haare so gut wie frei vom Produkt. Jetzt gehen wir einfach mal her. Mal schauen, wie das, okay, ja. Also, man merkt einen ganz, ganz leichten Widerstand, allerdings überhaupt nicht viel, geht super, super einfach aus der Dose raus. So, verreiben, Breakdown im Grunde kaum vorhanden, lässt sich super einfach verreiben, das habe ich mir gedacht. Ihr habt schneeweiße Hände. Ich denke mal, dass sich das aber erledigen wird, sobald man das Produkt eingearbeitet hat. Was im Übrigen auch super leicht geht, das Einarbeiten. Ist ja relativ häufig so, wenn es schon sehr leicht aus dem Tiegel rausgeht, das Produkt, dass das Einarbeiten tendenziell sehr einfach ist. Ich merke jetzt aber schon, die zieht schon an. Also da geht's beim Einarbeiten selber, merkt man schon, dass die anzieht und dann gleich Halt gibt. Also meine ursprüngliche Einschätzung war falsch und ich muss dem Matthias leider tatsächlich mal recht geben. Die gibt schon gut Halt. Weiße Flecken sehe ich nirgendwo mehr. Ich nehme jetzt mal noch ein bisschen was, allerdings nicht zu viel. Wir müssen vorsichtig sein. Nicht verkehrt. So, auch noch rein. Okay, aber ich merke, ja, sie zieht an, aber es wird nicht gleich trocken fest oder so, sondern es gibt einfach nur schon mal einen relativ soliden Grundhalt. Ja, ich merke, es wird ein bisschen trockener, aber nicht so sehr, wie ich es jetzt von anderen ähnlichen Produkten, sage ich mal, kenne. Okay, sind wir mal gespannt. Ich nehme zur Vorsicht jetzt erstmal einen ganz groben Kamm zum Durchgehen. Ja gut, aber da merke ich es jetzt schon, es ist Widerstand da, das muss man einfach sagen. Aber dafür hat das Ding dann, meine ich, gegen Ende halt auch einen sehr, sehr anständigen Halt. Boah, tatsächlich.
So. Würde sich jetzt dann, meine ich, rentieren, den Kamm anzufeuchten oder vielleicht dann nochmal mit einem kleinen Schuss Hair Tonic oder so zu arbeiten. Aber ich mache das jetzt mal ohne, weil ich mal so wirklich den allerersten Eindruck mal gewinnen möchte. Ja, okay, jetzt sehe ich aber, das seht ihr alle, ich habe die eine Stelle hier, habe ich es nicht richtig eingearbeitet. Deshalb wälzt sich hier doch wieder alles. Das heißt, da muss ich nochmal ein ganz bisschen nachlegen, denn sonst wird das nachher überhaupt nichts. Da weiß ich dann jetzt schon, ich werde keine Frisur hinbekommen. Und das ist nämlich auch ein Punkt, passiert oft, dass die Produkte einfach nicht richtig eingearbeitet sind oder halt, ich sag mal, nicht weit genug bis an die Haarwurzel. Und dann zerfallen die Frisuren einfach sehr häufig und dann ist es tatsächlich egal, was für ein Produkt und wie fest dieses Produkt ist, was ihr daher nehmt. Es wird euch nichts bringen, wenn es nicht richtig eingearbeitet ist. Oh ja, jetzt ist da wirklich gut. Gut halt. So, jetzt gehe ich dann nochmal mit dem Feineren drüber. Ja, ordentlich. Also, ich merke, dieses Produkt wäre auch super geeignet für relativ lockere, matte Styles, wo ihr einfach nur so eine Fingerspitze voll nehmt, nur schön reinwuscheln in die Haare und fertig. Also dafür meine ich, wäre das auch hervorragend geeignet. Bin jetzt mal gespannt, weil ich ja das Finish nicht so ganz kenne, wie sich das jetzt in ein paar Stunden entwickelt, ob das jetzt eine wirklich super trockene Geschichte wird oder ob da vielleicht am Ende, ich sag mal, eine geschmeidig trocken, nenne ich es jetzt einfach mal. Also nicht stumpf matt trocken, sondern dass da vielleicht schon noch so ein bisschen, ja, naja, aber es ist, also ganz ohne Wasser bekomme ich meine normale, gewohnte Frisur nicht hin. Das merke ich jetzt schon. Dafür zieht sie dann doch zu sehr an, ist schon ein bisschen zu klebrig, aber das bisschen lockerere, aber trotzdem definierte, könnte da tatsächlich sogar ganz gut funktionieren. Jetzt nehme ich mir mal noch einen gröberen Kamm, ziehe mir das mal einfach so rüber. Naja, okay. Ich habe auch nicht zwingend die Frisur dafür, das muss ich tatsächlich auch des Öfteren dazu sagen. Es gibt ein paar Produkte, gerade von den Matten- und Pastenpomaden, da wäre es für mich praktischer, wenn meine Haare kürzer wären. Dann würde ich da noch mal ein bisschen was anderes hinbekommen, dann würden die Produkte viel leichter bei mir funktionieren. Gefällt mir halt aber einfach nicht so sehr, deshalb habe ich sie einfach ein bisschen länger. Aber insgesamt finde ich das jetzt für so einen lockeren Look, könnte schon fast sagen, ja, für den Beach-Style vielleicht auch ein bisschen zu aufgeräumt, aber so insgesamt finde ich es jetzt gar nicht so verkehrt. Finde ich echt nicht verkehrt. Ich mag den Duft super gerne, das finde ich toll. Ich glaube aber, es wäre kein Standalone-Produkt für mich. Sondern ich würde dann wahrscheinlich noch irgendwas Weiches drüber geben, um ein bisschen Glanz, ein bisschen mehr Struktur, sage ich mal, reinzubekommen. Aber insgesamt betrachtet, ich zeige es euch mal, glanzmäßig ist, wie ich es jetzt erkenne, so gut wie nichts da. Also da ist quasi kaum was da. Ich schau mal, wie es sich jetzt dann noch den Tag über verhält. Aber ich glaube, wird nicht sonderlich viel matter werden. Aber insgesamt, okay. Gut, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Produkt mit feuchten Fingern, einem feuchten Kamm. Könnt ihr nochmal nacharbeiten. Allerdings verliert ihr dann ein bisschen Halt und Struktur. Also ihr seht es vielleicht jetzt schon, dass ich hier so ein paar einzelne Härchen habe, die abstehen. Das ist bei solchen Produkten, zumindest ist das bei mir so, passiert das sehr oft, wenn ich dann irgendwann nochmal durchkämme. Egal wie feucht oder nass der Kamm oder die Finger dann sind, passiert mir das relativ oft. Deshalb sage ich bei solchen Sachen, dass die als Standalone für mich nur semi funktionieren. Es gibt Leute, die haben einfachere Haare als ich. Da funktioniert das wunderbar. Die müssen dann auch nicht nachstylen. Da ist das dann hervorragend für geeignet. Aber wie gesagt, für mich wäre es kein Standalone-Produkt. Ich würde nochmal kombinieren. Aber ich mag halt den Duft gerne und die Verarbeitung fand ich jetzt auch toll. Und es fühlt sich auch relativ, also als hätte man fast kein Produkt. Und das war jetzt nicht so wenig, was ich genommen habe. Also es fühlt sich doch relativ schwerelos an am Kopf. Und ich merke auch an den Fingern, die ich jetzt ja nicht gewaschen habe,
nur eine leichte Klebrigkeit, aber auch irgendwie ein bisschen merke ich auch die Öle, die da drinnen sind, weil sich es auch angenehm anfühlt an den Händen. Also ich bin jetzt sehr überrascht davon, wie cool dieses Produkt doch ist. Hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht gedacht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und das ist jetzt mal wieder passiert. Und ja, also ich muss sagen, vor allem für Fans von leichten, matten Produkten kann ich euch die Suavecito Matte Pomade absolut empfehlen. Die hat mich jetzt gerade echt super überrascht. Finde ich cool. Finde ich cool. Eure Meinung dazu würde mich mal interessieren. Schreibt die doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr die schon mal ausprobiert habt oder ob ihr vielleicht vergleichbare Produkte kennt. Würde mich freuen, wenn ihr da was dazu schreibt. Insgesamt solltet ihr irgendwelche Fragen haben, Anregungen, schreibt uns auf Instagram, auf Facebook, schreibt uns eine Mail. Ihr findet alle Infos unten in der Infobox. Genau, schreibt uns da einfach, da werden wir euch dann auf jeden Fall helfen. Dann sage ich soweit Dankeschön fürs Zuschauen. Wäre cool, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt dran, die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und dann sage ich danke, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage ciao, servus, euer Max.